David. Nicole. Du lebst? Ja. Wieso denn nicht? Ja. Natürlich. Was hat er gesagt? Ja. Konstantin? Ich glaube, wir sehen Johannes, Ansgar und Leonard nie mehr wieder. Passt auf euch auf, ja? Meldet euch sobald. Johannes! Hoffentlich geht es gut. Johannes und Ansgar werden kein Risiko eingehen. Sie werden Leonard befreien. Meinst du? Ganz sicher. Aber In der Halle sind zwei Herren, die Graf Lahnstein sprechen möchten. Sagen Sie ihn, er ist nicht da. Es scheint dringend zu sein. Die Herren sind vom Auswärtigen Amt. Hey! Hi! Es wurde immer Zeit, dass du mal wieder zu Besuch kommst. Ja, hier muss ich mich wenigstens nicht für mein verruchtes Privatleben entschuldigen. Hi! Hi! Wie gibt's wieder Stress? Willst du gar nicht wissen. Verrohtes Privatleben? Ja, das wollen wir wissen. Du musst ja mal richtig auf dem Schlauch stehen. Was soll das denn heißen? Und dein übersteigertes Interesse am Intimleben anderer? Da kann ja bei dir nicht wirklich viel los sein. Klarer Fall von Kompensation, hä? Hast du den Quatsch in deiner Therapie aufgeschnappt oder was? Also ich finde, Coco hat recht. Du fadelst schon den ganzen Tag von Vanessas Coming Out. Ne? Kann mich mal jemand einweihen? Vanessa steht neuerdings auf Frau. Du spinnst. Siehst du, Jana glaubt es auch nicht. Ich sag euch, wetten, die zieht noch eine Show ab. Und warum sollte sie das tun? Ja, was weiß ich. Jedenfalls kann mir keiner erzählen, dass ausgerechnet Vanessa lesbisch ist. Stopp. Time out. Könnt ihr mir mal bitte sagen, wie ihr auf sowas kommt? Vanessa hat sich ein Buch über lesbisches Coming Out besorgt. Und sie turtelt dauernd mit dieser, Redet ihr über mich? Lasst euch nicht aufhalten. Hey, Jana. Habe ich das Ding. Ich gehe dann. Danke. Habe ich eine Verabredung vergessen? Spontanbesuch. Das ist sie. Das ist aber süß von dir. Wenn sich die Botschaft jetzt einschaltet, dann bringen die Leo bestimmt um. Die haben erfahrene Unterhändler. Wozu brauchen wir Unterhändler, wenn Johannes und Ansgar das Lösegeld bezahlen? Ihr wollt doch nicht, dass die beiden... Ja, eben. Ich habe meinem Vater versprochen, ihm den Rücken freizuhalten. Das sind skrupellose Verbrecher. Aber es geht doch hier um meinen Bruder. Als ob ich nichts mit der Sache zu tun hätte. Leonard und ich, wir lieben uns. Wir können die beiden nicht länger warten lassen. Silke, überlass uns das bitte. Und wie wollt ihr aus der Nummer rauskommen? Wir müssen die Behörden hinhalten, solange Leo nicht befreit ist. Guten Tag, ich bin Carla von Lahnstein. Was kann ich für Sie tun? Also, Es tut mir unendlich leid, David. warum hast du mich für tot erklären lassen? Weil ich am Ende war. Tanja hat mich fertig gemacht. Du weißt, sie hat mir das Bistro, meine... Ja, aber was hat das mit mir zu tun? Ich wusste einfach nicht mehr aus noch ein. Und da ist dieser Musikagent aufgetaucht. Was für ein Musikagent? Er wollte deine Oper herausbringen. Dafür musste ich aber beweisen, dass ich die Rechte daran habe. Moment mal. Du hast... Dein Testament gefälscht. Du wolltest doch auch, dass deine Oper herauskommt, oder? Nein, Charlie. Du warst pleite.
Und du wolltest dich nur mit meiner Musik gesund stoßen. Ach. Jetzt gib es doch wenigstens zu. Du hast aber nur an dich gedacht. Nicht. Coco kann jederzeit reinkommen. Das ist ihr Zimmer. Dann schließen wir eben ab. Das kriegen die doch mit. Ist es dir peinlich, wenn deine Freunde denken, dass wir... Irgendwie schon. Als ich mein Coming-out hatte, dachte ich auch, alle Welt tuschelt über mich. Und was hast du gemacht? Das geht vorbei. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mir das nur einbilde. Die meisten Menschen sind toleranter, als man denkt. Vielleicht hast du ja recht. Ganz bestimmt. Aber ich kann mich einfach hier nicht richtig entspannen. Und ich meine, das erste Mal mit deiner Frau soll ja was ganz Besonderes werden. Deine Freunde sind vielleicht tolerant, aber das ist das neugierigste Pack der Welt. Du glaubst also, deine Mitbewohner haben nichts Besseres zu tun, als hinter der Tür zu stehen und dich zu belauschen? Ganz genau. Wetten das nicht? Sorry, ich wollte gerade noch aufs Klo. Langsam verstehe ich, was du meinst. Nachdem die Botschaft in Bogota uns benachrichtigt hat, wollten wir der Sache natürlich sofort nachgehen. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Aber es muss sich hier um ein Missverständnis handeln. Mein Bruder ist auf keinen Fall entführt worden. Können wir dann Ihren Bruder vielleicht persönlich sprechen? Das ist zurzeit leider nicht möglich. Er befindet sich im Ausland. Aber ich habe vorher mit ihm telefoniert und kann Ihnen versichern, es geht ihm glänzend. Nicht, dass ich Ihnen misstraue, aber wir haben von der kolumbianischen Botschaft die Aussage einer Silke Voss, die steif und fest behauptet, zusammen mit ihrem Bruder entführt worden zu sein. Silke wie? Voss. Nie gehört. Sagt Ihnen der Name etwas? Nein. Und die Freundin meines Stiefsohns würde ich ja wohl kennen. Ja, tut mir leid, dass wir Ihnen nicht weiterhelfen können. Los, Leute, wird Zeit, dass wir mal die Küche wieder richtig schrubben. Also ich habe keine Zeit, ich habe gerade meine kreative Phase. Avanti, Da Vinci. Du kannst deine Kreativität mit dem Besen austoben. Ich komme ja schon. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Dir? Nein. Wenn ich eins nicht will, dann, dass du dich von mir unter Druck gesetzt fühlst. Du bist ein Schatz. Ich will doch auch, dass wir mal ungestört sind. Irgendwann. Vielleicht müssen wir gar nicht mehr so lange warten. Ich habe da eine Idee. Ach ja? Mir fällt gerade ein, dass ich heute Abend sturmfreie Bude bei mir in der WG habe. Eigentlich wollten wir alle zusammen ins Kino gehen, aber das lasse ich sausen. Also, du, nicht meinetwegen. Doch, sicher. Was soll ich im Kino, wenn wir uns beide zusammen einen richtig romantischen Abend machen können? Ganz intim und ungestört. Was meinst du? Super. Dann bis später. Ich freue mich. Und ich erst. Und so kam eben eins zum anderen. Das glaube ich einfach. Nicole, lass die beiden lieber. Die haben einiges zu besprechen. Naja, das kann ich mir denken. Aber Frau Schneider muss ja überglücklich sein. Glaub mir, David, ich hätte das nie gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gewusst hätte. Du hast ja nicht mal versucht, mich ausfindig zu machen. Das stimmt doch nicht. Am Telefon hast du mich abgewürgt. Sieh mal, es war die einzige Chance, Tanja ins Auszuwischen. Ja, ganz genau. Darum ging es dir nämlich die ganze Zeit, Charlie. Um deine Rache. Und weißt du was, das macht dich kein Stück besser als Tanja.
Hat es sich denn wenigstens gelohnt? Für wie viel hast du mein Lebenswerk denn verkauft? $500.000? Hi. Sag mal, Mädels, hättet ihr eigentlich Bock, später mit zum Shoppen gehen? Also mein Geld hat nur gerade so für die Miete gereicht und Shoppen ohne Kohle ist deprimierend. Ich bin genauso blank. Bist du auch ein Tee? Ja, von mir aus. Tut mir echt leid, wie die Jungs sich vorhin benommen haben. Ich hatte nichts anderes erwartet. Also mal ganz ehrlich, es ist doch total klar, dass die Jungs sich da wundern. Ich dachte auch erst, ich hätte Visionen. Ich bin eben immer für eine Überraschung gut. Ja, das kannst du laut sagen. Und trotzdem dachte ich, du weist mich zuerst ein. Na, ist ja wohl klar, dass Vanessa das nicht einfach so mal nebenbei erwähnt. Ich meine, das muss ja ganz schön verwirrend sein, wenn man plötzlich merkt, dass man auf Frauen steht. Wieso? Was ist denn dabei? Ach, nichts. Ich dachte nur. Und was war dann bitte schön neulich bei der Schmuckpräsentation? Du hast wie eine Wilde mit dem Juniorchef rumgeflirtet. Na und? Das heißt doch nicht, dass ich nicht auch auf Frauen stehe. Ja, schon, aber du? Das heißt, du bist also so richtig in diese Anke verknallt? Ich finde sie jedenfalls sehr sexy. Und, habt ihr schon... Miteinander geschlafen? Noch nicht. Aber du hast schon mal mit einer Frau. Und? Lampenfieber? Schon. Eigentlich weiß ich gar nicht, wieso. Na, du bist eben noch Jungfrau, sozusagen. Ich wäre garantiert mega nervös. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Quatsch. Ich freue mich drauf. Ja. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall nicht, ich hab's dir gleich gesagt. Das ist dir also nicht entfallen. Lars, du weißt, dass ich mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht habe. Aber ich hatte doch gar keine andere Wahl. Hast du dich verletzt? Ach, ich habe David verletzt, das ist viel schlimmer. Ja, aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ich weiß, aber ich muss das irgendwie wieder gut machen. Als erstes gebe ich ihm sein Geld zurück. Also ich könnte es nicht ertragen, wenn David und ich so auseinandergehen, dass er mich verachtet. Ein ziemlicher Scherbenhaufen. Sehr witzig. Also habe ich das doch gar nicht gemeint. Aber selbst wenn du David das Geld zurückgibst, ich glaube nicht, dass er dir diese Nummer verzeiht. Du musst mir helfen, Lars. Sprichst du mit ihm? Ich versuch's. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich deinen kleinen Kunstraub schön retten soll. Wenn Ihr Mann von seiner Geschäftsreise zurückkommt, wäre es nett, wenn er sich kurz mit mir in Verbindung setzt. Selbstverständlich, das werde ich ihm sagen. Reine Routine natürlich, nur damit wir den Vorgang zu den Akten legen können. Ja, klar, kein Problem. Es wäre natürlich auch möglich, dass Sie uns zurückrufen, wenn sich irgendetwas ergibt. Sollte diese Silke Voss sich bei Ihnen melden zum Beispiel. Aber das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Trotzdem danke, dass Sie sich bemüht haben. Wie heißt es so schön? Sicher ist sicher, nicht wahr? Sie sagen es. Ich habe euch kein Wort geglaubt. Wir sind Sie aber erst mal los. Das war ein Fehler. Das Auswärtige Amt hat Spezialisten, die sich mit Entführungen auskennen. Wir können nicht riskieren, dass irgendjemand in die Übergabe der Diamanten platzt. Schon gar keine schießwütigen Spezialisten. Ich habe die Entführer erlebt, die gehen über Leichen. Wer sagt denn, dass sie nicht einfach alle abknallen, wenn sie die Diamanten bekommen? Wenn irgendwas passiert, müsst ihr damit leben, dass ihr nichts unternommen habt. Eine Bloody Mary mit reichlich Pfeffer und Tabasco. Verstehe. Salpetersäure auf Tomatensaftbasis. Die beste Grundlage der Welt. Grundlage wofür? Für alles, was der Abend noch so zu bieten hat. Buonasera, Signorina. Hallo, Angelo. Wie immer, Sex on the Beach?
Nein. Ein Tomatensaft. So. Entschuldigung, aber ich glaube, das ist mein Drink. Das wüsste ich aber. Spend less money on shoes, don't pay my bills on time. Find my middle way every day, only drink the finest wine. David, warte bitte. Was? Kannst du mir wirklich nicht verzeihen? Verlangst du doch nicht ein bisschen zu viel von einem Toten? Das war eine richtig gute Idee von dir, hier noch einen Drink zu nehmen. Was meinst du? Sollen wir auch noch einen Nappen essen oder wollen wir bald zu mir? Nur über meine Leiche. Sorry, ich wollte nicht drängeln. Nein. Ich meinte, ich kann wirklich nichts essen. Ich würde keinen Biss noch runterkriegen. Stattdessen scheinst du aber mächtig Durst zu haben. Ah, bitte? Du bist offensichtlich sehr durstig. Ja, es ist sehr heiß hier. Findest du? Mhm. Was ist so lustig? Nichts. Ich habe mich nur gefragt, wenn man die Wärme in dieser Bar nicht aushält und man seine Bluse auszieht, was dann passiert. In deinem Fall? Beifallsstürme, würde ich meinen. So. Schöne Aussicht. Hallo, Chefin. Chefin. Chefin, das ist endgültig vorbei. Ja, aber warum denn so pessimistisch? Ich habe gute Neuigkeiten für Sie. Ah ja? Frau von Anstetten hat sich seit Tagen nicht mehr im Bistro blicken lassen. Und spätestens seit die Steuerfahndung im Haus war, ist ihr die Lust an der Gastronomie endgültig vergangen. Und ihr Schwarzgeld kann sie auch nicht mehr am Schneiders waschen. Das wäre viel zu riskant. Wahrscheinlich. Ja, ganz sicher. Und wenn jetzt ein passables Angebot käme, würde sie verkaufen. Da bin ich mir sicher. Mag sein, ja. Aber warum freuen Sie sich denn gar nicht? Bald haben Sie Ihr Schneiders zurück und alles wird wieder sein wie früher. Ach, Angelo. Daraus wird leider nichts mehr. Ja, wie? Was ist denn passiert? Ich habe etwas viel Wichtigeres verloren als mein Schneiders. Einen Freund. Oh nein. Mein Beileid. Nein, er ist nicht tot. Aber ich bin für ihn gestorben, weil ich ihn habe sterben lassen. Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich wollte mich entschuldigen, weil ich vorhin so heftig reagiert habe. Schon gut. Die Nerven liegen bei uns allen blank. Wir können froh sein, dass wir diese Beamten erstmal los sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so schnell aufgeben. Sie werden versuchen, mich zu finden. Wir können nur hoffen, dass ihnen das nicht so schnell gelingt. Wenn Vater und Ansgar die Diamanten überbracht haben, dann ist Leo frei. Und nur das zählt. Morgen. Wir sollen heute noch nach Kaketa fliegen und dort weitere Anweisungen abwarten. Sache mit den Diamanten, geht nicht wieder irgendwas schief? Toll, dass du die Steine so schnell auftreiben konntest. War doch selbstverständlich. Solange wir Leonard da unverletzt rauskriegen. Das sind Bestien. Kalt wie Eis.
Ich würde es nicht überleben, wenn Leonard etwas passiert. Natürlich. Mein Lieblingssohn. Das ist nicht der Zeitpunkt für solche Debatten. Ansgar, ich weiß sehr wohl zu schätzen, was du hier für deinen Bruder tust. Kann ich bitte einen Schluck Wasser haben? Bitte. Oh, Graf. Sogar im Dschungel mit Manieren. Vielleicht gibt es für dich auch Weg aus Dschungel. Ich werde Leonard da rausholen. Koste es, was es wolle. Die Rechnung bitte. Ich muss auch noch mal kurz auf die Toilette. Kein Wunder bei den Mengen an Wasser, die du getrunken hast. Ich hoffe, du konntest das kleine Feuer inzwischen löschen. Ich hatte den Eindruck, ich bin nicht die Einzige, der ein wenig heiß geworden ist. Wer könnte bei deinem Anblick schon kalt bleiben? Vielleicht würde uns beiden eine kleine Abwechslung ganz gut tun. Ich weiß, wo wir die coolsten Drinks von Düsseldorf bekommen. Wir. Wir. Was hältst du davon, wenn wir durch den Notausgang türmen? Es steht extra dran. Im Brandfall. Ich habe doch gesagt, keine Waffen. Du hast auch gesagt, dass das Bestien wären. Sie werden uns morgen mit Sicherheit durchsuchen. Und ich will die Übergabe auf keinen Fall gefährden. Außerdem ist zu befürchten, dass uns die Botschaft dazwischen pusht. Ansgar. Also gut. Tja, dann auf zum Kampf. Ansgar. Ich bin froh, dass du da bist. Gemeinsam schaffen wir das. Ach, ich habe noch was vergessen. Geh ruhig schon vor.